Hallo ihr Lieben, heute ganz spontan und unerwartet ein Vlogbeitrag, der jetzt die Nummer 5,5 bekommt, weil er war ja gar nicht geplant, der Sechser ist schon fertig. Und ja, Pim und ich haben nämlich heute beim Frühstück mal so ein paar Videos auf dem Handy angeschaut, die Älteren, und wir haben so lachen müssen und fanden es so lustig, dass wir dachten, das teilen wir mit euch. Ja, es ist einfach lustig. Ich hatte schon immer so ein bisschen eine komödiantische Ader, schon als Kind. Und wir drehen manchmal so mit Freunden ein bisschen so eine Samstag-Night-Show, so ein paar Minuten, und schicken uns die. Aber diesen Beitrag haben wir gedacht, den wollen wir gerne mit euch teilen. Deshalb heute mal nicht aus der Toskana, sondern von zu Hause. Aber gedreht ist dieser Film auch in einem Urlaub. Ja, und dieser Tag, der 9. April, war ein sehr denkwürdiger Tag. Das war uns gar nicht mehr bewusst. Seitdem achte ich in meinem Leben total auf die Umgebungsgeräusche. Ich meine, Töne und Klänge sind schon lange mein Ding, aber so das, was man eigentlich immer hört und was einem gar nicht mehr auffällt, das habe ich jetzt seitdem wohl gesammelt und auch in ein Heft schon geschrieben. Und da wollte ich sowieso mal einen Vlogbeitrag machen. Aber heute erstmal das Original, der Anfang. Habt viel Spaß dabei und ein schönes Wochenende. Tschüss. Also ich weiß jetzt auch noch nicht, was ich heute sage. Also heute ist die Samstagabendshow, Nachtshow. Das ist ein Pimsei-Glas. Bitteschön. Dankeschön. Dankeschön. Dann prosten wir jetzt einfach mal, weil wir sind im Urlaub. Prost, alle da draußen hinter den Scheiben. Habt noch einen schönen Samstag. Nacht, ich glaube eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde oder eine Stunde ist noch. Also wir sind jetzt im Urlaub. Prost erst einmal. Und wir sind in die Pfalz gefahren. Und also eigentlich wollten wir 3 Stunden fahren. Tja, 3 Stunden. Jetzt sind wir 6 Stunden gefahren. Aber wir haben wahnsinnig viel gelernt dabei. Also ich bin jetzt ganz dankbar dafür, für die lange Fahrt, weil es sind wieder neue Dinge in unser Leben getreten, wie zum Beispiel Geräusche der Autobahn. Ihr glaubt es nicht, wenn ihr so im Stau steht und sich nichts bewegt und ihr macht da mal so die Scheibe runter auf die andere Seite, da wo die noch fahren dürfen und können, da, was da für Geräusche sind. Also achtet da mal drauf, so richtig geht in die meditative Stille und dann hört euch das an. Das ist so, manchmal ist es nur ein sanftes, manchmal ist es auch ein, manchmal geht Pim, also manchmal, also manchmal ist es auch ein, und dann, stimmt, dann kommt auch manchmal so ein, also das war heftig und wir haben eine schöne Musik gehört im Auto, wir haben einen Jack Johnson drin gehabt und dann haben diese Wuschs, nennen wir sowas, die haben dann dazu gespielt und manchmal hat es gepasst und manchmal nicht, aber es waren also, und die ganz schnellen Autos waren so, also unglaublich. Also es waren akustische Erfahrungen, die ich noch nie gemacht hatte bis jetzt in meinem Leben. Ja, und dann ist ja noch das Allertollste gekommen. Also da sind wir durch irgendeine Stadt gefahren. Ich glaube, es war, also das Kennzeichen ist, man soll es nicht glauben, aber es gibt eine Stadt, die heißt Pforzheim. Pforzheim. Und als wir so durch Pforzheim gefahren, da war da an der Seite ein Laden und ihr glaubt es nicht. Das ist unglaublich. Die haben Tonser verkauft. Das stand draußen Tonser. Also
wir haben jetzt dann eigentlich den Rest des Tages und den ganzen Abend, muss ich jetzt dazu sagen, wir waren in irgendeinem Sportheim in der Pizzeria. Das ist die einzige Kneipe, die es hier im Ort gibt. Und da haben wir 2 Stunden auf Pizza und Nudeln gewartet. Das ist unglaublich. Also es war aber nicht unglaublich gut. Es war nur unglaublich lang, wie wir gewartet haben. Und da haben wir uns überlegt, wir brauchen auch einen Tonser. Also wir wissen jetzt beide nicht so ganz genau, was ein Tonser ist. Aber wir glauben, der kann alles. Der kann kochen, backen. Der kann putzen. Bügeln. Bügeln kann der Tonser bestimmt auch. Also, und Gemüsesäfte. Gemüsesäfte kann der so durch. Und ich glaube auch, der kann auch Haare schneiden. Ich glaube, der kann alles. Also wir sparen jetzt ein bisschen und dann kaufen wir uns in Pforzheim einen Tonser. Also das war's jetzt. Schlaft's gut. Das nächste, vielleicht kommt jetzt jeden Tag was aus der Pfalz. Gute Nacht, schlaft's gut. Prost.